Im Jahre 1903 erfanden die Gebrüder Wright das Flugzeug. Damals war es schwer vorstellbar, dass sich heute zu jedem Zeitpunkt über 500.000 Menschen in der Luft fortbewegen würden. 2008 erfand Satoshi Nakamoto Bitcoin und die Blockchain. Diese Erfindung machte es möglich, Banken, Regierungen und sonstige Mittelsmänner aus dem Zahlungsverkehr auszuschalten. Satoshi Nakamotos wahre Identität ist ein Geheimnis und wie die Wright-Brüder machte er das Unmögliche möglich. Dies ist oft der Beginn einer unglaublichen Welle von Erfindungen. Die genaue Funktionsweise der Blockchain ist relativ schwer verständlich, doch glauben viele Menschen, dass sie unser Leben grundlegend verändern wird. Trotz ihres geheimnisvollen Ursprungs ist die Blockchain vielleicht das Flugzeug unserer Zeit. Das erste Mal hörte ich von der Blockchain im Zusammenhang mit Bitcoin. Ganz am Anfang dachte ich noch, Bitcoin sei eine dumme Idee. 2010 unterrichtete ich an der Stanford-Universität, als mir eine Assistentin einen Artikel schickte. Darin ging es um quelloffenes Geld. Ich dachte noch, das klingt ja nett, aber es wird nie funktionieren. Ganz am Anfang verhielt ich mich wie die meisten und verwarf Bitcoin. Ich dachte, dies sei albernes Internetgeld, man kann es selber schürfen, es ist wie eine goldene Gans. Ich brauchte etwa ein Jahr, um die Technologie genau zu verstehen. Um 2012 tat ich, was ich heute allen rate: das Telefon ausschalten, die Türe zumachen und die Technologie für einen ganzen Tag studieren. Ich nahm eine Auszeit von meiner Arbeit und beschloss, ein Jahr von meinem Ersparten zu leben. Dabei entdeckte ich dieses kleine orange Logo mit dem B in einem Kreis. Ich schaute mir die Sache genauer an und fand sie irgendwie spannend. Das war um 2012, 2013 und ich habe mich seither mit nichts anderem als mit Bitcoin auseinandergesetzt. Ich vertiefte mich weiter und weiter und wurde immer wieder positiv überrascht. Ich habe noch keinen Grund gefunden, warum ich damit aufhören und etwas Neues suchen sollte. An einem Punkt kann man nicht mehr aufhören. Es wird einfach immer spannender und faszinierender und du willst immer mehr lernen. Jeden Tag gibt es neue Entwicklungen und neue Ansätze, Probleme zu lösen. Es ist sehr aufregend in dieser Welt. Es ist definitiv sehr spannend, sich mit Blockchain zu beschäftigen. Es scheint, als seien wir an vorderster Front einer Bewegung, die das Potenzial hat, vieles zu verändern. Den Umgang unter uns Menschen und zwischen Firmen, sowie die ganze Infrastruktur der Wirtschaft und des Staates. Für mich liegt die Faszination darin, dass wir noch nicht genau wissen, womit wir es genau zu tun haben. Mir kommt es vor wie ein Meteorit, der auf die Erde gestürzt ist. Viele Menschen sehen ihn sich an und wundern sich, was dies wohl für ein seltsames Ding sein mag. Du weißt es nicht genau, aber es ist trotzdem faszinierend. Die Blockchain hat zwei technologische Komponenten. Eine Komponente ist Kryptographie. Damit meine ich vor allem asymmetrische Kryptographie. Die andere Komponente sind sogenannte Distributed Systems. Dies sind die Hauptkomponenten. Wer diese versteht, versteht alle technischen Details der Blockchain und von Bitcoin. Man kann auf der Blockchain Einträge erstellen, die unlöschbar sind. Man kann digitale Wertsachen austauschen, indem man diese Einträge aktualisiert.
Und man kann die Aktualisierung automatisieren mit sogenannten Smart Contracts. Dadurch kann man die Grundstruktur des Finanzsektors neu erfinden. Heute gibt es zahlreiche Institutionen, die vertrauliche Daten verwalten. Diese werden auch neutrale Drittanbieter genannt. Diese Rolle könnte sich in der Zukunft grundlegend verändern. Blockchains sind Netzwerke. Netzwerke, die heute existieren, zum Beispiel Alibaba, Airbnb oder Uber, sind interessant, aber zentralisiert in einem Monopol. Auf der Blockchain sind diese Netzwerke dezentral angelegt und arbeiten eher wie eine Gemeinschaft. Heute dreht sich die Diskussion vor allem um die Technologie. Die Herausforderung der Zukunft ist die Frage des Geschäftsmodells solcher kooperativen Netzwerke. Was ich daran spannend finde, ist, dass das Ganze eine Bewegung von der Basis her ist, ausgehend vom Technologiesektor. Ganz anders, als wenn etablierte Firmen einfach ein neues Verkaufsargument suchen. Es ist tatsächlich eine Bewegung von uns Computerfreaks. Dies ist eine der bedeutendsten Errungenschaften der Wissenschaft in den letzten 100 Jahren. Es ist tatsächlich möglich, dass man digital Informationen signiert und damit beweist, dass man diese überprüft und abgesegnet hat. Das ist viel sicherer als diese kurvigen Unterschriften, die wir heute tagtäglich verwenden. Diese Technologie wird die manuelle Unterschrift wohl bald ersetzen. Wir brauchten etwa 2 Jahre, um die Blockchain wirklich zu verstehen und was sie für Auswirkungen haben könnte. Die Blockchain ist viel mehr als nur eine digitale Währung. Als wir darüber nachdachten, verstanden wir, dass sie eine grundlegende Veränderung ist, wie wir etwa das Internet nutzen können, um neue Formen der Wertschöpfung zu erschaffen. Damit können bald fast alle Menschen an der globalen Wirtschaft teilnehmen. Das Internet existiert jetzt bereits viele Jahre und trotzdem weiß niemand deine genaue Identität. In diesem Bereich brauchen wir wirklich neue Ideen. Vielleicht bringt hier die Blockchain neue Ansätze. Wir brauchen diese nämlich sehr bald, denn das Identitätsproblem für Menschen ist noch ungelöst. Bald werden auch noch Milliarden oder sogar Trilliarden von Dingen auf das Internet aufgeschaltet. Wir können nun Vertrauen schaffen, ohne uns jemals persönlich getroffen zu haben. Das ist eine grundlegende Innovation. Sicherheit ist eine weitere Innovation. Die Kryptographie in Blockchains erfüllt militärische Standards. Sie wurde noch nie durchbrochen. Wenn Hacker etwa Bitcoin stehlen, stehlen sie diese nicht von der Blockchain selbst, sondern auf der Stufe der Digital Wallets oder der Internetbrowser, indem sie die Eingaben der Benutzer abfangen. Die Blockchain selbst ist sehr sicher. Das Internet der Dinge wird wahrscheinlich der beste Test für die Blockchain. Wir werden Millionen oder Milliarden oder Trilliarden von Geräten auf dem Internet haben, die uns in der Gegend herumfahren oder unsere Geschäfte verwalten. Sie brauchen Technologie, um persönliche Daten sicher zu speichern und zu verwalten. Im Moment ist dies noch nicht möglich. Ich mache mir Sorgen um unsere vertraulichen Daten und wie diese auf dem Internet gehandhabt werden. Eine Plattform wie die Blockchain kann einige dieser Probleme lösen und uns vielleicht sogar neue Möglichkeiten und Chancen erschließen.
Wir sollten nicht in unserem Büro sitzen und lesen. Natürlich tun wir das manchmal auch, aber wir müssen uns vor allem nach außen wenden und an der Blockchain-Bewegung teilnehmen. Ehrlich gesagt, etwas ganz Neues für mich ist der Enthusiasmus meiner Teammitglieder bezüglich der Blockchain. Wenn beispielsweise ein Hackathon stattfindet, dann fragen sie mich nicht erst um Erlaubnis daran teilzunehmen oder ob ich die Kosten dafür übernehme. Sie nehmen einfach von selbst teil. Sie machen mit und teilen ihre Erfahrungen und was sie gelernt haben. Das ist ein neuer Ansatz für uns im Umgang mit neuer Technologie. Wir sind mittendrin, niemand schreibt uns etwas vor. Gemeinsam erschaffen wir unsere Vision und unsere Einstellung gegenüber der Blockchain. We need to be much more technological. Wir brauchen ein besseres technologisches Verständnis, vor allem das Wissen, wie man programmiert, sodass wir Computercode verstehen können und auch bemerken, wenn er Fehler enthält. Im Moment haben wir dieses Wissen im Ansatz, aber noch nicht in dem Umfang, wie es in der Zukunft nötig ist. In der Zukunft muss man eine technologische Beziehung zu Sachverhalten haben, um sie zu verstehen. Sonst braucht man immer einen Computerspezialisten, der neben einem sitzt und einem dabei hilft. Das alles betrifft nicht nur ein oder zwei Industriezweige, sondern die gesamte Wirtschaft. Genauso wie die Erfindung des Verbrennungsmotors fast jede Industrie beeinflusst hat. Oder auch das Internet oder die Dampfmaschine. Das ist einer dieser großen Technologiewechsel, den man gemeinsam und konzentriert angehen muss. Sonst verpasst man den Anschluss. And I think we are all also in the financial service industry trying to recognize that we don't have to be. In der Finanzindustrie verstehen wir, dass wir nicht in einer Abwehrhaltung sein müssen, sondern uns vielmehr auf diese Technologie einlassen sollten. Vor allem auf die Möglichkeiten, die sie uns bringt, ganz neue Märkte zu erschließen, mit denen wir auf Augenhöhe Geschäfte machen sollten. Wir unterhalten uns mit vielen erfahrenen Managern im Finanzsektor und diese sagen oft, wir haben uns Bitcoin angesehen und uns von intelligenten Leuten erklären lassen, wie die Blockchain funktioniert. Doch was ich noch nicht verstehe, ist, was sie genau für unser Geschäft bedeutet. Ich denke, das macht Sinn. Stell dir beispielsweise das iPhone vor. Was ist wirklich wichtig, wenn ein neues Modell herauskommt? Der neue Chip oder eine bestimmte Art der Frequenzkomprimierung? Ich bin kein Techniker und verstehe nicht genau, wie das iPhone funktioniert. Am wichtigsten ist, was die Benutzer mit der Technologie tun können. Der Erfolg ist keineswegs sicher, aber meiner Meinung nach haben wir bereits große Fortschritte gemacht und da ist einfach was dran. Ich kann mir kaum vorstellen, dass ich in 10 oder 20 Jahren zurückschauen werde und sagen muss, dass dies alles nichts wert war. Schon heute haben wir ganz neue Möglichkeiten mit digitalen Währungen auf dem Internet. Große Finanzinstitute tun nichts Unüberlegtes mit neuer Technologie. Hier geht es um das Geld und die Ersparnisse der Kunden. Erneuerungsprozesse sind langsam. Wenn neue Systeme eingesetzt werden, dann laufen diese für eine Zeit parallel zu den alten, bevor es zu einem Wechsel kommt. Das ist ganz normal bei der Aktualisierung von Technologie und braucht eine gewisse Zeit. Es gibt aber Akteure, die sich bedroht fühlen. Es ist wie bei AT&T, Verizon oder Kodak. Das alte Geschäftsmodell ist bedroht und einige etablierte Firmen möchten eine Veränderung verlangsamen oder neue Ansätze verwässern. Die Aktualisierung von Technologie folgt den Ansätzen der Spieltheorie.
in the markets for sure. We made different roundtables here in Zug after the start. Wir organisierten verschiedene Treffen hier in Zug, nachdem wir begonnen hatten, Bitcoin als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Wir luden Banken ein und versuchten, sie mit Firmen und Unternehmern aus dem Zug Crypto Valley zu vernetzen. Sie haben zwar miteinander geredet, doch die Banker waren nicht so erfreut. Sie sagten, es gebe Unklarheiten im Gesetz und dies sei alles nicht so einfach für sie. Aber es ist auch eine Frage der Einstellung. Genau das Gleiche trifft zu bei uns in der Stadtverwaltung. Auch die Banken müssen sich auf Veränderungen vorbereiten. Ich weiß, dass sie sich im Moment noch dagegen wehren, aber sie machen Arbeitsgruppen und Studien, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Im Moment sind sie zögerlich, aber sie können nicht die Augen verschließen, da bin ich mir sicher. Ich glaube, dass große Umwälzungen auf uns zukommen werden. Es ist fast eine Art Revolution, die die Blockchain auslöst. Banken haben keine Angst vor anderen Banken, die ihnen den Rang ablaufen. Wovor sie wirklich Angst haben, ist die Bank of One, eine neue Generation von Transaktionsnetzwerken, die über Smartphones laufen, ganz dezentralisiert. Diese neuen Netzwerke funktionieren mit digitalen Währungen, die ohne Banken und Regierungen auskommen. Das schafft viele neue Möglichkeiten für Firmen und Regierungen, aber auch für die Gesellschaft. Viele Banken, Beratungsfirmen und Big Four Auditfirmen versuchen, Kosten zu sparen in ihren verschiedenen Geschäftszweigen, wie zum Beispiel im Wertschriftenhandel und allen anderen möglichen Bereichen. Schauen wir uns als Beispiel den Wertschriftenhandel an. Wie kann man Kosten sparen in einem Markt, den es bald so nicht mehr geben wird? Was geschieht, wenn der Handel von Wertpapieren direkt abläuft, ohne die heutigen Mittelsmänner wie Börsen, Broker, Agenten, Clearinghouses und so weiter? Die Vermittler können ihre Kosten senken, doch was geschieht, wenn der Markt ohne sie funktionieren kann? Große Firmen sollten nicht nur darüber nachdenken, wie sie Kosten senken können, sondern auch, wie sie ihre Strategie anpassen. Was kann ich dank dieser Technologie Neues bewerkstelligen, das vorher unmöglich war? Die Blockchain wird lange brauchen, um sich ins bestehende System zu integrieren. Ich denke aber, dass innerhalb der nächsten 20 Jahre Software alle Finanzdienstleistungen ersetzen wird. Die Smart Contracts Technologie wird viele Abläufe automatisieren, die heute noch von großen Firmen mit vielen Angestellten ausgeführt werden. Gemäß der Weltbank haben 74% der Bevölkerung der Erde keinen Zugang zu Bankdienstleistungen. In meiner Heimat, den Vereinigten Staaten von Amerika, hat etwa die Hälfte der Bevölkerung keinen Zugang zum Bankensystem und nicht einmal ein eigenes Bankkonto. Sehr viele Menschen haben keinen Zugang zur Weltwirtschaft, weil sie aus dem einen oder anderen Grund aus dem Finanzsystem ausgeschlossen sind. Ich glaube, Blockchain-Technologie wird viele Menschen aus der Armut befreien. Das ist eine Technologie, die alle Menschen einschließt. Es gefällt mir gar nicht, dass wir so viel Reichtum schaffen, nur für das privilegierte 1% der Menschheit. Mir gefallen Geschäftsideen mit einem Sinn dahinter. Das ist, glaube ich, auch der Punkt für große Firmen. Sie müssen verstehen, dass die Effizienzsteigerung, die neue Technologien mit sich bringen, den gesamten Markt vergrößern und dies zu Kosten, die sehr gering sind. Das wird vielen Menschen zugutekommen. Sehr bald wird es Smartphones für weniger als $5 pro Stück zu kaufen geben.
Alle Menschen, die in Armut leben, werden dann ein Smartphone besitzen, das sie an die Weltwirtschaft anschließt. Schon dies allein ist bahnbrechend. Wenn diese Menschen nun auf ihren Smartphones mit digitalen Währungen in der ganzen Welt Handel betreiben können, dann werden wir die Antwort auf die Frage haben, was passiert, wenn jeder Mensch genug Geld zum Leben hat. Unser kapitalistisches Wirtschaftssystem hat lange davon profitiert, dass viele Menschen von bestimmten Märkten ausgeschlossen waren. Diese künstliche Verknappung hat den Kapitalismus massiv begünstigt. Was passiert nun, wenn Kapital allgegenwärtig ist? Wir werden uns gegenseitig ansehen und sagen, was kannst du besser tun als ich und wie können wir zusammenarbeiten? Heute sagen wir oft noch, wie groß ist dein Auto und wie viel Geld hast du auf der Bank? Ich glaube, die Zukunft wird viel menschlicher oder vielleicht sogar menschengerechter sein als in den letzten 100 Jahren unserer Geschichte. Ich denke nicht, dass die Blockchain wirklich eine Revolution ist. Die darunter liegende Technologie gibt es bereits seit 40 Jahren. In der Informatik ist das eine Ewigkeit. Kryptographie und Distributed Systems gibt es seit den frühen 70ern. Die wahre Revolution oder eher die Evolution ist, dass sich unsere Arbeit grundlegend verändern wird. Daran glaube ich sehr. Unsere Arbeit wird in der einen oder anderen Form digitalisiert. Computer werden viele der Aufgaben erledigen, die heute im Dienstleistungssektor von Menschen gemacht werden. Man spricht von der 4. technologischen Revolution. Ich denke, wir stehen heute noch ganz am Anfang dieser Revolution. Wir sollten unsere Augen nicht davor verschließen. Einige Menschen sehen große Probleme voraus, unter anderem eine große Arbeitslosigkeit. Dies könnte durchaus eintreffen. Es ist aber besser, wenn wir uns damit auseinandersetzen, als die Augen davor zu verschließen. Offshore-Firmen, Automatisierung, Roboter, bedrohen sie unsere Arbeit? Diese Frage wird real, wenn dein eigener Sohn, der gerade ein Universitätsstudium beginnt, dir diese Frage stellt. Darauf habe ich eine ehrliche Antwort. Dies alles ist keine Bedrohung. Wir müssen etwas anders denken, aber wenn wir es richtig angehen, dann schaffen wir für die nächste Generation hervorragende Möglichkeiten. Diese werden es ihnen erlauben, einen neuen Sinn in ihrem Leben und in ihrer Arbeit zu finden. So machen sie wirklich das Beste aus ihrer Ausbildung und sie können das tun, was ihnen wirklich Freude bereitet. Ich möchte die Welt verbessern. Jeder hat eine eigene Vorstellung, wie genau dies geschehen soll. Die Hauptsache ist der Nutzen für die Allgemeinheit. Wir sollten auch daran arbeiten, dass es allen Menschen etwas besser geht. Dadurch werden wir alle selbstständiger und unabhängiger. Es ist unnötig, dass einige Menschen noch immer in erbärmlichen Zuständen leben und jeden Tag um eine Handvoll Reis kämpfen müssen. Es gibt zu viel Überfluss in unserer Welt, als dass dies immer noch notwendig wäre. Einige Länder und sogar Firmen fangen an, dies zu verstehen. Die Blockchain-Bewegung ist die technologische Komponente dieser neuen Einstellung, die bereits im Denken vieler Menschen Fuß gefasst hat. Die Idee ist nun ausgesprochen. Sie wird so oder so umgesetzt, hier oder anderswo oder sogar auf dem Internet, wo man sie nicht kontrollieren kann. Dasselbe trifft zu auf die Blockchain, digitale Währungen und alle Möglichkeiten, die sie uns erschließen. Alle diese Ideen sind nun frei zugänglich. Außerdem braucht das ganze System keine Regierung, um zu funktionieren.
Es ist wie ein Computernetzwerk, das die Welt umspannt. Klar kann man sagen, dass man nicht mitmachen will. Auch das ist okay. Trotzdem ist das Ganze Realität und wird nicht wieder verschwinden. Das ist eine einmalige Chance für Unternehmer und Investoren. In meiner ganzen Karriere habe ich noch nie so etwas Spannendes erlebt. Wir sollten ein neues Finanzsystem aufbauen mit besseren Eigenschaften als unser heutiges. Strengen wir uns an, dass dies auch wirklich funktioniert. Das Pendel schwingt wieder zurück und es wird dazu führen, dass das Vertrauen in die Finanzmärkte wieder zunimmt. Die Blockchain hat enormes Potenzial, auch außerhalb des Finanzsektors. Es ist sogar möglich, dass diese Anwendungen jene im Finanzsektor überflügeln werden. Diese Erfindung ist bahnbrechend. Sie wird unsere Gesellschaft in vieler Hinsicht verändern. Das hat sie auch bereits getan, da heute das Internet sozusagen ein sicherer Ort ist, wo man Transaktionen machen kann. In some sense a secure place that you can, make transactions on the internet. The potential for creating trust. Die Möglichkeit, auf dem Internet digital Vertrauen zu schaffen, ist wirklich etwas ganz Neues. Der Einfluss davon auf die Gesellschaft, die Wirtschaft und den Staat könnte bahnbrechend sein. Could be profound. Die Bitcoin-Blockchain ist bereits fast 10 Jahre alt. Ich denke, die Technologie braucht nochmal 10 Jahre, bis wir eine grundlegende Veränderung sehen. Letztendlich wird die Blockchain eine Vielzahl von neuen Technologien inspirieren. Blockchain-Technologie ist keinesfalls die Lösung für alle Probleme unserer Zeit. Während sie sich weiterentwickelt, werden wir sowohl ihr wahres Potenzial wie auch ihre Engpässe erkennen. Man kann das alles ablehnen oder sich darauf einlassen. Wir haben immer gesagt, dass wir uns darauf einlassen müssen. Die Entwicklung geschieht sowieso, ob wir es nun wollen oder nicht. Ich habe langjährige Geschäftspartner gesehen, die ihre Einstellung änderten, sobald sie die Möglichkeiten erkannten. Sie sagten, ich verstehe zwar nicht alles im Detail, aber da ist was dran und wir lassen uns darauf ein. Das ist großartig. Not macht erfinderisch. Ich glaube auch, dass sie die Bereitschaft verstärkt, Neues anzunehmen. Wenn es gute Anwendungsbeispiele gibt, dann wird die Technologie auch eingesetzt. Mein erster Computer war ein Commodore, dann hatte ich Atari und Apple. Irgendwann kam dann Windows und alle benutzten es. Niemand fragte, wie nun die Software programmiert ist, die den Mauszeiger bewegt. Wir haben extrem viele Möglichkeiten. Alles wird sich verändern, die Möglichkeiten sind unendlich. Mir kommt es vor, als hätten wir 2 oder 3 wichtige Erfindungen, alle zum gleichen Zeitpunkt. Wir leben in einem spannenden Zeitfenster. Ich lasse mich auf jeden Fall voll darauf ein. Sogar ein kleiner Schritt vorwärts kann ein großer Schritt sein für die Menschheit. Wir verlassen das Industriezeitalter und nähern uns einer neuen Zeit, die wir erst noch benennen müssen. Es ist schwer zu sagen, wohin genau dies führt. Ich vermute, dass wir uns vermehrt damit auseinandersetzen werden, was es heißt, als Gemeinschaft zusammenzuleben. Das alles ist ein ganz neuer Ansatz, die Welt zu verändern. Wir können heute Technologie erschaffen, die tatsächlich allen Menschen etwas nützen kann. Die Frage ist nur, werden wir das auch tun? Auf jeden Fall können wir es, wenn wir wollen. Blockchain-Technologie hat auf der ganzen Welt sehr viel Innovation bewirkt. Ich habe nicht den geringsten Zweifel, dass diese Technologie jeden Menschen betreffen wird. In 10 bis 20 Jahren wird jeder Mensch auf der Erde mit Blockchain-Technologie in Berührung kommen. By this technology.